Hallo, mein Name ist Benedikt Lux. Alle nennen mich Bene, kann man sich leichter merken. Bene Lux. Nennen mich auch schon Bene, bevor ich die Benelux-Staaten kannte. Aber was soll's, also ich bin Bene, bin 25 Jahre alt. Ich bin von Beruf Politiker, habe Jura studiert, habe mein erstes Staatsexamen. Bin nun bei Bündnis 90 Den Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus, mache dort Innen- und Rechtspolitik, also alles was mit Polizei, Gerichten, Feuerwehr, Knästen, Datenschutz, Drogen und vielleicht auch noch so ein bisschen Flüchtlingspolitik zu tun hat und darf jetzt Stellung nehmen zu dem, was für mich Kunst ist. Kunst ist, denke ich, eine ganze Menge. Ich habe da ein sehr umfassendes Verständnis. Also eigentlich jeder kreativer, schöpferischer Akt, der andere Leute geistig bereichert oder auch nur mal eine Emotion auslöst. Das kann eine ganze Menge sein. Das ist natürlich klassisch gesehen Musik, Theater oder ein schönes Bild oder Skulpturen. Muss aber nicht nur das sein, es geht auch weiter über ein gutes Essen, ein schöner Wein, ein gutes Bier. Es kann auch guter Sex sein oder gute Drogen, Rock'n'Roll. Kann aber auch mal eine gute politische Rede sein oder ein schönes Bauwerk. Kann aber auch sein, dass man was vollkommen Neues entdeckt, eine vollkommen neue Form. Also Kunst ist niemals stillstehend, Kunst ist niemals starr. Im Gegenteil, besonders schöne Kunst und intensive Kunst ist, wenn sich Widersprüche widerspiegeln oder ein starker Kontrast deutlich wird, wenn breite gesellschaftliche Teile darin wieder vorkommen oder auch mal eine besondere Harmonie gekennzeichnet wird. Also ich denke, Kunst ist niemals nur eins, Kunst ist niemals verengt, Kunst ist eine ganze Menge und ich finde, jeder kann Kunst machen. Ja, hier sind wir also, Oranienburger Straße. Ist für mich auf jeden Fall einer der bedeutendsten Orte in Berlin. In etwa 3-4 Stunden werden hier schon die Bordsteinschwalben sexuelle Dienstleistungen anbieten oder wie Klaus Kordern es beschrieb, die Sternenguckerin, weil sie ja immer unten liegen, sich feil bieten in seinen 3 tollen Werken hier rund ums Scheunenviertel, genauer gesagt in der Spandauer Vorstadt und in der Rosenthaler Vorstadt, beschreibt er ja eindeutig, was hier mal los war. Also mein Ort ist nicht nur ein einzelner Platz, ein einzelnes Bauwerk, sondern mein Lieblingsort in ganz Berlin, und das nicht nur, weil er irgendwie schön ist oder toll anzusehen, ist ein ganzes Viertel. Und ich gehe jetzt mal langsam Schritts zum St. Hedwigs Krankenhaus. Und ja, da war mein Großvater Oberarzt und so kam es auch, dass ich die Gegend hier nicht erst wahrgenommen habe, als hier schon partymäßig sehr viel ging. Die ganzen angesagten Clubs sind ja hier untergebracht, viel Kunst, viel Szene auf der Oranienburger Straße bis zum Hackischen Markt. Alles voller Touris und auch zu Recht, denn die Gegend hat ja was und bietet auch eine Menge an Vergnügen. Ja, finde ich schön, dass es hier auch noch ein paar Baustellen gibt. Es hat sowas, dass es noch ein bisschen in Bewegung ist. Ist doch fein. Auch ein Relikt aus vergangenen Tagen, der schon mal bessere Zeiten gesehen hat. Der Popfriede Ruhe mit dir, Kim Franke aus Hellblau. Mensch und die Vanity Fair mit Grönemeyer. Wer ist das? Philipp Selam, ein Star aus Deutschland, ein Sommermärchen.
Romeo und Julia, aha, 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 alles sehr schön. Und hier geht's zum St. Hedwigs Krankenhaus. Das Krankenhaus, weshalb für mich ursprünglich die Gegend hier eine ganz besondere Bedeutung. Mein Großvater war hier Arzt in den 30er Jahren und in den 40er Jahren. Also eine nicht ganz so friedliche Zeit, wie wir sie heute haben. Er hat dann hier als Oberarzt zu Hitlers Zeiten jüdische Gefangene, die deportiert werden sollten, in die entsprechenden Konzentrationslager umsonst behandelt und betreut, zum Teil auch hier hinter diesen Toren versteckt und Aufenthalt geboten. Ich habe ihn leider nicht mehr gekannt, meinen Großvater. Also ich bin 81 geboren und er ist etwa 8 Monate vor meiner Geburt, also zu meiner Zeugung ungefähr, gestorben. Was ich sehr schade finde, denn ich hätte die Geschichte dieses Mannes doch gerne besser erkannt. Wenn man manchmal mit Ordensschwestern da drin redet, dann sind die alle immer so voller Respekt. Aber es war wohl sehr schwierig, zu der Zeit durchzukommen und noch so aufrecht zu sein. Also war auch Abgeordneter Arzt bei der Hitlerjugend. Und ich glaube schon, sich dort die Hände nicht schmutzig zu machen, ist schon relativ schwierig. Und nach dem Krieg arbeitete er weiter hinten im St. Hedwigs Krankenhaus. Hier haben wir es nochmal. Und wurde, weil er ja Arzt bei der Hitlerjugend war, dann auch von den Russen entnazifiziert. Es gab großes Geschrei zu Hause und keiner wusste genau, was los war. Ich habe mir dann sagen lassen, es mussten tatsächlich Zeugen und Überlebende aus Israel wieder eingeflogen werden, um ihn da rauszuhauen, weil der Verdacht so nahe lag, er hätte auch NS-Verbrechen begangen. Und ich erinnere mich noch sehr gut an eine Zusammenkunft in meiner Familie Mitte der 90er, als dann die alten Onkels und Tanten, die ja mittlerweile auch schon 50, 60 sind, dann von meiner Großmutter, die jetzt im Sterben liegt und schon 95 ist, die dann aufgeklärt worden sind, was denn hier tatsächlich geschehen ist und was mein Großvater so gemacht hat. Ja, und ich habe sie dann alle heulend gesehen, alle mit Tränen in den Augen, aber auch mit Erleichterung, weil sie dann nun wussten und Gewissheit hatten, was hier los war. Das war sozusagen meine erste Begegnung hier mit dem Scheunenviertel und es sollte nicht die letzte gewesen sein. Ich war damals 14, als meine Großmutter uns hier irgendwie herumgeführt hat und ich war sehr beeindruckt von ihren Geschichten. Aber 1, 2, 3 Jahre später ist man hierher gekommen, nicht um irgendwie sich die Geschichte reinzuziehen, sondern um hier vor allen Dingen auf die Kacke zu hauen und Party zu machen. Also wer kennt hier keinen Club? Also von der Berlin-Bar in der Neuen Schönhauser da hinten irgendwo oder Rodeo-Club dort irgendwo, Café Zapata, Tacheles da hinten irgendwo und dann dort die ganzen Clubs an der Rosenthaler, Weinmeister des ZMF. Ach, und ich kann es beliebig lange fortführen. Und ich sag mal Dankeschön fürs Zuhören. Hier meine amateurhafte kleine historische Führung. Aber das ist nun mal für mich der bedeutendste Ort in ganz Berlin. Also eine Menge Umbrüche, die dort stattfinden. Und ich gehe jetzt geradeaus über den Rosa-Luxemburg-Platz, über den Rosenthaler Platz, die Torstraße weiter runter zum Rosa-Luxemburg-Platz, wo ich wohne. Das ist ein netter kleiner Fußmarsch. Und wenn ich mal zu viel habe vom Parlament und wieder Bock habe auf Geschichte, dann gehe ich hier ins Scheunenviertel und gucke mir das an, was da noch so geht. Paul Breitner. Ja Leute, so scheppig wohnt ein Abgeordneter. Hinter diesen Gittern befindet sich mein Zimmer. Sieht wunderschön, eins meiner Lieblingsgetränke, ein frisches Baltika. Aber mehr sieht man auch nicht und drinnen ist ganz schön dunkel. Hab manchmal Schiss, dass die Leute im Sommer dagegen pissen und wenn ich das Fenster offen habe, da unten einfach reinpissen. Ist bisher noch nicht passiert, hatte auch noch keinen Sommer hier, aber meine Güte, was mache ich dann? Ja, also nicht vergessen, Politiker sind nicht die Reichsten und sie wohnen auch nicht am besten. So, das Ding geht jetzt weiter hier. War sehr schön, aber ich muss jetzt abgeben. Hat auf jeden Fall
super viel Spaß gemacht mit dem Teil. Bedanke mich ganz herzlich, dass ich es haben konnte. Und jetzt kriegt es eine gute Freundin, Samia Arslan, hier in Neukölln. Vielleicht sieht der Koffer dann nochmal ein paar toughere Gebiete als schöne Mitte oder die ehrwürdige Mitte. Samia wird schon wissen, was sie damit macht. Ich denke mal, die Cam und der Koffer freuen sich drauf. Es ist einfach ein bisschen zu dunkel hier. So, hier, wir müssen noch die Übergabe von dem Koffer filmen. Er hat es jetzt auf jeden Fall viel besser. Und Samia habe ich ausgesucht, weil das ein ganz, ganz großes Vorbild ist. Nicht nur für mich, sondern auch für ganz, ganz viele andere Leute. Also es war auf jeden Fall wunderschön mit dem Koffer und ich glaube, jetzt wird es noch viel besser haben.